Heute fliege ich mit dem niederländischen Flag Carrier KLM im brandneuen Airbus A321 Neo von Amsterdam nach Oslo. Ich habe spontan in die Business Class geupgradet und jetzt stellt sich natürlich die Frage, hat sich dieses Upgrade gelohnt? Neue Kabine, neues Flugzeug oder am Ende doch nur eine Economy Class mit einem freien Mittelsitz? Wir finden es heraus. Aber in einer Premium-Reiseklasse hat sowas meiner Meinung nach nichts verloren. Ich bin gerade am Amsterdam Airport, dem wichtigsten Airport der Niederlande, quasi dem Drehkreuz der Niederlande. Und ich bin heute unterwegs mit dem Flag Carrier des Landes, und zwar mit KLM Royal Dutch Airlines. Auf geht's! KLM, Royal Dutch Airlines, eine der wichtigsten Airlines, gerade auch hier im europäischen Raum. Denn die Airline hat auch zahlreiche Anschlussverbindungen hier von und nach Amsterdam. Ich bin gerade auch aus Frankfurt hierher geflogen und für mich geht es jetzt gleich weiter nach Oslo. Also auf einer ganz typischen innereuropäischen Strecke mit KLM. Und das Ganze im neuesten Produkt, was sie auf der Kurz- und Mittelstrecke haben, nämlich im neuen Airbus A321 Neo. KLM ist nämlich auch fleißig dabei, die Flotte zu modernisieren auf der Kurz- und Mittelstrecke. Und das tun sie mit neuen Flugzeugen aus dem Hause Airbus. Dafür gehen die alten Flugzeuge der Boeing 737 aus der Flotte raus. Und ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, was da im neuesten Produkt heute geboten wird. Jetzt geht's für mich auf jeden Fall erst einmal hier durch die Sicherheitskontrolle. Eingecheckt bin ich schon, das konnte man auch super machen über die KLM-App. Wirklich sehr, sehr digitalisiert, auch mit Push-Nachrichten und dem gesamten Reiseverlauf wunderbar sichtbar in der App. Und dann geht es hier jetzt gleich auch in eine der KLM Crown Lounges. Denn ich fliege heute in der Business Class. Warum das Ganze? Ich hatte ursprünglich ein Economy-Class-Ticket gebucht von Frankfurt über Amsterdam nach Oslo. Aber beim Check-in hat mir KLM gerade für die Strecke von Amsterdam nach Oslo ein sehr preiswertes Angebot gemacht, in die Business Class zu upgraden. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Denn gerade in der Business Class habe ich überhaupt keine Vorstellung, was KLM da so anbietet. Ich weiß, es wird eine europäische Business Class sein. Das heißt, der Economy Class Sitz mit einem freien Mittelsitz. Aber ich bin gerade so gespannt, ob da vielleicht auch irgendwie typisch holländische Sachen angeboten werden zum Frühstück heute Morgen oder ähnliches. Das verspricht auf jeden Fall ein richtig interessanter und spannender Flug heute zu werden. Und übrigens zum Thema Upgrades aus der Economy Class in die Business Class, da habe ich euch vor kurzem ein Video gemacht. Das findet ihr auch auf diesem Kanal. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt auf jeden Fall, um nichts mehr zu verpassen. Spannende Tipps und Tricks rund ums Reisen, Flugreports und natürlich auch weitere Erlebnisse und Vlogs. Auf geht's in Richtung Sicherheitskontrolle und zur Lounge. Ja, und Amsterdam Airport zählt jetzt nicht unbedingt zu meinen Lieblingsflughäfen im europäischen Raum. Allerdings habt ihr hier natürlich auch mit einem Business-Class-Ticket Zugang zur priorisierten Sicherheitskontrolle. Das heißt, es sollte gleich alles etwas schneller gehen. Ansonsten, wenn ihr hier aber in der Economy Class unterwegs seid, in Amsterdam bzw. über Amsterdam fliegt und nochmal eine Sicherheitskontrolle passieren müsst oder ähnliches, plant auf jeden Fall richtig, richtig viel Zeit ein. Ich habe die Kontrollen hier tatsächlich noch nie wirklich leer erlebt. KLM betreibt hier am Amsterdam Airport übrigens 2 Lounges. Zum einen eine im Non-Schengen-Bereich und eine hier im Schengen-Bereich. Ich fliege heute nach Oslo, Norwegen. Das ist also im Schengen-Bereich. Dementsprechend ist es für mich heute die KLM Crown Lounge 25. Und übrigens könntet ihr diese auch nutzen, wenn ihr einen Vielfliegerstatus habt, und zwar in der Allianz SkyTeam. KLM ist dort nämlich Mitglied, zusammen mit beispielsweise auch Air France und Delta aus den USA und noch vielen weiteren Airlines. Und auch da, ähnlich wie bei der Star Alliance bzw. auch bei der One World Alliance, könnt ihr mit einem Vielfliegerstatus auch reiseklassenunabhängig die jeweiligen Lounges nutzen. Ja, und ich habe euch ja gerade schon gesagt, wenn ihr hier in Amsterdam mal umsteigt oder auch mal einen Weiterflug in ein Non-Schengen-Land habt, dann plant Zeit ein. Warum ich euch das gerade gesagt habe, das sehen wir unter anderem hier. Das sind die verschiedenen Schlangen in Richtung der Gates für den Non-Schengen-Bereich. Die KLM Crown Lounge befindet sich hier übrigens im 1. Stock. Das heißt, ihr nehmt einmal die Rolltreppe nach oben und dann seid ihr auch schon da.
Sieht auf jeden Fall auch relativ leer aus heute. Es gibt hier 2 Buffetinseln, es gibt hier viele verschiedene Sitzmöglichkeiten. Es gibt ja auch einzelne Arbeitsplätze, die so ein bisschen am Rand von der Lounge sind. Und die Speisenauswahl hier, die ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Jetzt gerade ist Frühstückszeit und hier gibt es wirklich eine große Auswahl. Allerdings bin ich noch so ein bisschen auf der Suche nach den typisch holländischen Spezialitäten, wie beispielsweise der Karamellwaffel oder ähnlichem. Mal sehen, ob es das hier auch noch gibt. Ja, was es hier auf jeden Fall zu Genüge gibt, das ist unter anderem auch holländischer Käse. Und besonders spannend ist, dass es hier auch eine große Auswahl an verschiedenen alkoholischen Getränken gibt und unter anderem auch diese sympathische Zapfanlage hier. Das war noch ein richtig toller Aufenthalt hier in der KLM Crown Lounge. Und jetzt kommt auch langsam die Sonne raus, also perfekt, um einmal zum Gate zu gehen. Mein Gate heute hier, das Gate D78. Es ist von der Lounge tatsächlich auch mit einem längeren Fußweg verbunden. Und das ist auch so ein bisschen der Nachteil hier am Amsterdam Airport. Es erinnert mich manchmal so ein bisschen an den Istanbul Airport, denn auch da sind die Lounges, so wie hier, so ein bisschen gebündelt. Das heißt, es gibt eine große Lounge, beziehungsweise hier gibt es 2. Die sind dann immer an einem zentralen Ort und von da habt ihr dann teilweise zu einigen Gates richtig lange Fußwege. Da lobe ich mir tatsächlich den Frankfurt Airport mit den Lufthansa-Lounges, denn da gibt es ja mehrere Lounges, die auch teilweise in den verschiedenen Gate-Bereichen angesiedelt sind. Was am Amsterdam Airport aber richtig toll ist, ist die Fensterfront. Ihr könnt da immer einen richtig schönen Blick auf die Flugzeuge draußen erhaschen. Und kaum am Gate angekommen ist er hier auch schon zu sehen, unser Airbus A321 Neo mit dem Kennzeichen PHAXG für unseren Flug heute nach Oslo. Er ist nicht mal 1 Jahr alt, also wirklich brandneu. Und übrigens hier auf der rechten Seite einmal der Vorgänger zu sehen, eine Boeing 737 von KLM, die wie gesagt jetzt durch den Airbus A321 Neo abgelöst wird und weiter die Flotte verlässt. Und das Boarding hat auch schon begonnen. Alles so ein bisschen wuselig hier und auch alles so ein bisschen zusammengequetscht. Das ist so ein Gate, wo man wirklich ganz eng aneinander steht, wo kaum Platz ist und so. Nicht so schön, aber es gibt hier auch ein Priority Boarding. Das heißt, wenn ihr in der Business Class unterwegs seid, so wie ich heute, beziehungsweise wenn ihr einen Vielfliegerstatus habt, dann dürft ihr hier natürlich auch priorisiert einsteigen. Ja, und jetzt hat es gerade noch mal gepiept beim Boarding. Mein Sitzplatz hat sich geändert. Ich habe mit schlimmen Nachrichten gerechnet, aber alles gut. Einfach nur eine Reihe weiter nach vorne, aber dennoch noch am Fenster. Auf geht's, einmal rein in den brandneuen KLM Airbus A321 Neo. Und damit herzlich willkommen hier bei KLM im brandneuen Airbus A321 Neo, jetzt auf unserem Weg nach Oslo. Mein Sitzplatz heute jetzt hier 2F auf der rechten Seite am Fenster. Wie gesagt, eigentlich wäre es 3F gewesen. Beim Boarding gerade hat sich das nochmal geändert. Und wir schauen uns einmal hier den Sitz an. Fangen wir einmal an. Der Sitzabstand hier auf jeden Fall sehr großzügig. Man hat hier wirklich ordentlich Abstand zum Vordersitz und kann hier auch wunderbar die Beine unter den Vordersitz packen. Das ist schon mal sehr schön. Dann haben wir hier einen Tisch, der lässt sich ausklappen und auch verstellen. Und wir sehen schon, wir haben hier eine USB-C-Steckdose und eine Halterung für Smartphones bzw. Tablets. Die kann man so aufklappen. Und hier oben kann man das Ganze auch noch öffnen und dann hat man die Möglichkeit, hier ein Smartphone bzw. ein Tablet reinzustellen. Weiterhin hier auch schon der Hinweis auf das Wi-Fi. Das heißt, hier loggt man sich dann einfach während des Fluges ein und kann dann einige Wi-Fi-Pakete kaufen. Das werden wir auf jeden Fall nachher auch nochmal ausprobieren. Ansonsten haben wir hier noch eine Magazintasche und da drin zu finden einmal ein Spuckbeutel, eine Safety Card und das KLM Bordmagazin mit Werbung und auch Hinweisen zu KLM selber, was da so in der Flotte unterwegs ist. Der erste Eindruck hier auf jeden Fall schon mal gar nicht schlecht. Weiterhin habe ich hier auch eine schöne verstellbare Nackenstütze. Die lässt sich auch so umklappen, dass man sich schön bequem machen kann. Und das Wichtigste, dieser Sitz hat auch eine Recline-Funktion. Und die geht auch wirklich gut nach hinten. Also man kann sich nach dem Start bzw. vor der Landung hier dann auch
schön noch etwas bequemer machen. Was mir allerdings gerade schon aufgefallen ist, hier am Mittelsitz, der frei ist in diesem europäischen Business-Class-Produkt, gibt es ein bisschen Dreck. Also hier wurde nicht gereinigt, hier ist noch ein bisschen Kaffee von einem der vorherigen Flüge zu sehen. Ja, insgesamt auf jeden Fall schon mal ein guter erster Eindruck hier. Es ist wie gesagt eine klassische europäische Business Class, einfach nur die Economy Class Sitze und der freie Mittelsitz. Allerdings ist mir gerade schon aufgefallen, diese Sitze, wie der, auf dem ich jetzt sitze, die sind nur in den Reihen 1 bis 6 verbaut. Dahinter hat KLM hier andere Sitze verbaut. Diese verfügen dann nicht über diese Nackenstütze und sie sehen auch, zumindest von dem ersten Eindruck, den ich gerade erhaschen konnte, etwas unbequemer aus. Das ist tatsächlich bei der Airbus A320 bzw. A321 Neo-Flotte bei vielen Airlines mittlerweile so, dass nur die Sitze in den ersten Reihen bequem sind oder etwas bequemer sind, etwas mehr Komfort bieten und dahinter dann der Komfort abnimmt. Ich schaue mal, ob wir uns die während des Fluges auch noch mal ansehen können. Und das Boarding ist completed, alle sind eingestiegen und wir können uns auf den Weg nach Oslo machen. Flugzeit heute 1 Stunde 25 Minuten. Und eine Sache noch, die Crew hier beim Boarding gerade, mega freundlich, mega lieb, immer so den Kindern auch Spielzeug gegeben etc. Das hat auf jeden Fall schon mal einen richtig guten ersten und freundlichen Eindruck von KLM hier beim Boarding gemacht. Für den Preisvergleich bei eurer nächsten Flug-, Hotel- oder Mietwagenbuchung kann ich euch wirklich nur Skyscanner empfehlen. Bei Buchung über den Skyscanner-Link in der Videobeschreibung könnt ihr meine Arbeit unterstützen und das Ganze ohne weitere Mehrkosten für euch. Und mit einer Verspätung von ca. 20 Minuten sind wir jetzt gerade in den sonnigen Himmel über Amsterdam gestartet. Und direkt nachdem die Anschaltzeichen ausgegangen sind, hat die Crew auch schon hier auf das WLAN-Angebot an Bord hingewiesen. Und zwar ist es so, dass man das WLAN an Bord hier kostenlos nutzen kann, wenn man Flying Blue Mitglied ist. Flying Blue, das ist das Vielfliegerprogramm von Air France und KLM. Und das kann man auch einfach ganz schnell werden, denn das Praktische ist, für jedermann ist die KLM-Seite so oder so kostenfrei erreichbar und da kann man sich dann einfach anmelden. Ansonsten habe ich mich auch gerade mal verbunden und ich kann mich, wie gesagt, hier einloggen über Flying Blue, habe aber auch die Möglichkeit, 18 € zu bezahlen bzw. 3.600 Meilen, wenn ich nicht bei Flying Blue angemeldet bin. Weiterhin habe ich hier noch eine Flight Map kostenlos, die ich abrufen kann und über MyTrip kann ich sogar hier noch ein paar weitere Fluginformationen erhalten. Ja, also ihr seht, so eine Mitgliedschaft im Vielfliegerprogramm, die lohnt sich teilweise auch hier an Bord. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass man als Business-Class-Gast auch Flying Blue-Mitglied sein muss. Ich bin das, aber ich würde es persönlich erwarten, wenn ich ein Business-Class-Ticket hier habe, dass das Internet dann so oder so in diesem Fall auch kostenlos wäre. Ansonsten, ihr seht es, ich bin in der hinteren Reihe der Business Class. Die Business Class besteht heute nur aus 2 Reihen und es gibt keinen Vorhang. Allerdings in der Mitte, im mittleren Gang, da gibt es einen. Der wird aber von den anderen Passagieren aus der Economy Class völlig ignoriert und hier sind gerade schon einige Passagiere auf die Toilette im vorderen Bereich gegangen. Das finde ich nicht gut gelöst. Ich bin der Meinung, gerade bei der europäischen Business Class, wenn es schon nur der Economy Class Sitz und der freie Mittelsitz ist, dann sollte es zumindest einen Divider geben, also auch zwischen den Reihen, zwischen der Business Class und der Economy Class. Und es sollte darauf hingewiesen werden, dass die vordere Toilette exklusiv für die Business Class Passagiere gedacht ist und auch nur nutzbar ist. Wie seht ihr das? Ist das zu streng gedacht von mir oder könnt ihr das nachvollziehen? Schreibt es mir gerne einmal in die Kommentare. Ja, und wenn wir schon beim Thema Toilette sind, dann wollen wir uns die auch gleich einmal anschauen. Einmal gibt es die Toilette hier vorne, direkt hinter dem Cockpit. Und es gibt noch weitere Toiletten, dürften 2 sein, im hinteren Bereich, ganz am Ende der Kabine. Wir haben hier einmal einen Wickeltisch, wir haben die Toilette selber und wir haben hier noch das Waschbecken. Weitere Amenities oder ähnliches gibt es hier allerdings nicht, aber alles geräumig und sauber. Und schon wenige Minuten nachdem wir die Reiseflug erreicht haben, begann jetzt auch der Service. Er begann allerdings zunächst in der Economy Class, etwas später jetzt in der Business Class und es gab hier eine Box. Die zeige ich euch mal. Und zwar wurde diese Box hier so gereicht, das Ganze zusammen mit einer Speisekarte.
Und in der Speisekarte kann man dann auch sehen, was es hier zum Frühstück gibt, nämlich ja, so ein Früchtesalat, ein Crepe, ein bisschen Butter etc. Und es gibt hier auch eine große Auswahl von Getränken, klassische Heiß- und Kaltgetränke und auch ein bisschen Alkohol. Unter anderem dabei auch natürlich Sekt, Bier und weitere Spirituosen. Jetzt haben wir hier diese Box bekommen. Ich persönlich finde das ein bisschen schade, dass das alles in Plastik eingepackt ist. Und es ist auch alles kalt. Also wir haben hier den Crepe, der ist kalt. Müsli, Butter, gut, die sollte kalt sein, aber auch hier Joghurt, Früchtesalat, das ist alles leider kalt. Dazu gab es dann gerade noch diesen Smoothie hier und das war's. Also das Essen hier so lala, sagen wir mal. Es ist für die Flugzeit von 1,5 Stunden noch hinnehmbar, aber es ist wirklich sehr, sehr süß. Also ich persönlich mag süßes Frühstück, aber wenn ihr vom Team herzhaft seid, dann ist das hier nicht so toll. Ja, und eine Sache muss ich nochmal anmerken. Hier gibt es Holzbesteck in der Business Class. Das ist meiner Meinung nach ein No-Go. Also Nachhaltigkeit, völlig in Ordnung. Holz als Ersatz für Plastik, irgendwie auch in Ordnung, auch wenn es den Geschmack meiner Meinung nach verändert vom Essen. Aber in einer Premium-Reiseklasse hat sowas meiner Meinung nach nichts verloren. Da sollte es stets richtiges Metallbesteck geben. Also den Crepe, den kann ich hier wirklich nicht essen. Das schmeckt einfach nur nach Marmelade und völlig überzuckert, ungenießbar. Und auch sonst hier mit diesem Joghurt und dem Müsli, das ist, ihr seht das alles hier völlig beengt in diesen kleinen Plastikschälchen hier. Man muss hier alles irgendwie übereinander legen. Das ist wirklich kein Business-Class-würdiges Essen meiner Meinung nach. Das Essen ist abgeräumt, die Boxen sind wieder eingesammelt quasi. Es gab jetzt auch keinen weiteren Service mehr hier, die Crew hat sich auch nicht mehr blicken lassen. Und wir beginnen jetzt gleich unseren Anflug in Richtung Oslo. Währenddessen war hier im Gang aber noch reichlich Verkehr. Viele Passagiere aus der Economy Class sind immer wieder nach vorne gegangen und dieser Vorhang, der hier in der Mitte hängt, den hätte man auch weglassen können. Der war im Prinzip die ganze Zeit geöffnet. Also Privatsphäre hier in der europäischen Business Class von KLM im Airbus A321 Neo 0. Mit Ausnahme von dem freien Mittelsitz, aber ansonsten sehe ich hier wirklich keinen Unterschied zur Economy Class. Angekommen in Oslo mit der KLM im neuen Airbus A321 Neo in der Business Class. Für euch natürlich noch mein persönliches Fazit und eine Zusammenfassung von diesem Flug. Ich kann es kurz machen, für mich war das eine große Enttäuschung. Das Upgrade war es hier definitiv nicht wert. Es gibt keine sichtbare Trennung von der Economy Class zur Business Class. Das Catering, was auf diesem Flug ausgegeben wurde, das habe ich auch als sehr enttäuschend empfunden, gerade auch im Vergleich zu anderen europäischen Business-Class-Produkten. Und auch ansonsten, man hat hier nicht unbedingt das Gefühl bekommen, dass es sich wirklich um eine Business-Class handelt. Klar, es ist derselbe Sitz wie in der Economy-Class, darum geht es auch nicht. Es geht einfach so ein bisschen mehr um die Separierung, um die auch Trennung durch einen Vorhang, den es ja nicht gab, etc. Also dieses Gefühl von Exklusivität bzw. Premium-Produkt, das habe ich hier nicht bekommen. Wenn ihr hier mal upgraden wollt und es günstig bekommt, es lohnt sich sicherlich, ein bisschen was zu bezahlen für den freien Mittelsitz. Das war es dann aber auch und man sollte hier definitiv nichts erwarten. Ansonsten für euch noch eine Empfehlung. Die Sitze in den Reihen 1 bis 6, das sind die Sitze, die eine Recline-Funktion haben und die auch diese schöne Nackenstütze haben. Dahinter befinden sich, wie gesagt, im Airbus A321 Neo bei KLM andere Sitze. Die sind mit weniger Komfort versehen. Das heißt, da gibt es keine Nackenstütze.
und es sah auch ein bisschen enger aus. Ich konnte es gerade kurz ein bisschen sehen, leider nicht aufnehmen, weil es sehr voll war. Also wenn ihr mal mit KLM unterwegs seid in diesem Produkt und das Ganze in der Economy Class, schaut, dass ihr euch einen Sitzplatz in den Reihen 1 bis 6 reserviert. In der Regel ist die Business Class nicht bis zur Reihe 6 ausgeweitet, sondern meistens nur so 3 bis 4 Reihen. Das heißt, es sollte eigentlich immer möglich sein. Und dann könnt ihr das Ganze ein bisschen aufwerten. Aber wie gesagt, Business Class hier war es jetzt nicht wirklich wert. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr konntet mal einen Eindruck davon gewinnen, was KLM hier so innerhalb Europas anbietet. Wie immer gerne teilen, liken und kommentieren. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt und neugierig seid auf weitere Flugreports, spannende Erlebnisse und Tipps und Tricks rund ums Reisen, dann jetzt hier abonnieren bei zwischen Gate und Ziel. Wir sehen uns beim nächsten Mal.